Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus dem Van. Hier spricht Karin und wir haben es Samstag um 7:38 Uhr. Ich sitze hier gerade mit meinem frisch gebrühten, Gott sei Dank noch spanischen Kaffee in der Hand und starte ganz gemütlich in den Tag, und mir wird immer bewusster, dass ich die letzte Woche hier in der Schweiz bin. Und das fühlt sich, es fühlt sich gut an, weil ich mich auch freue, weiterzufahren, aber ich bin auch so leicht wehmütig, weil dieser Ort hier so schön ist. Und weil die Menschen hier so schön sind. Und genau, das ist gerade mal wieder ein Prozess des Abschiedsnehmens sozusagen. Und ja, wir haben morgen noch einmal eine Veranstaltung. Veranstaltung klingt so groß, aber wir haben morgen Abend noch mal einen Teamabend, den letzten, wo wir alle zusammenkommen und eine schöne Zeit miteinander verbringen. Und wir hatten, letzte Nacht war eine sehr stürmische Nacht. Hier kommen jetzt ein paar Tage, die sehr viel Gewitter bringen und wirklich krasse Gewitter. Ich habe gestern wieder mal bestimmt eine Stunde, anderthalb neben Mojas Bett gesessen, weil Gott sei Dank der Donner nicht so stark war, aber der Blitz, ich habe das noch nie erlebt. Es war ein bisschen wie Strobo-Effekt und das war sehr abgefahren, weil man die Blitze selber gar nicht genau gesehen hat, sondern immer nur hat es den Himmel so aufgehellt und in völlig wilden, unglaublich schnellen Intervallen, wo ich mir dann denke, wow, Natur ist einfach so was Abgefahrenes. Und ich bin froh, dass Moja das gut überstanden hat. Unsere Nacht war zwar sehr kurz, aber wir hatten ja schon mal die Problematik mit starken Sommergewittern, wo sie dann wirklich in einen Schockzustand gekommen ist, weil es einfach so viel geblitzt und gedonnert hat, dass sie das einfach nicht gut verkraftet hat. Und ich bin ehrlich, ich hatte in dem Moment auch nicht so ein gutes Gefühl. Erstmal einen Schluck meines Kaffees und ich versuche wirklich den ersten Kaffee am Tag voll zu genießen, voll bewusst zu trinken, weil am Rest des Tages trinkt man ihn einfach nur, wenn man ihn trinkt. Und ich versuche den ersten immer so voll zu kosten, so voll jede Nuance mitzunehmen. Ja, klappt nicht immer, aber immer besser. Und ja, nochmal kurz zu dem Gefühl des Abschiedsnehmens. Es ist dieses Mal anders als sonst, weil meine Arbeit hier auf dem Campingplatz eben so ist, dass ich sehr körperlich arbeite. Was bedeutet, dass mein Kopf nicht so viel zu tun hatte, was ich durchaus sehr, sehr entspannend fand. Vor allen Dingen, weil ich einfach Zeit hatte, über alles, was so war, nachzudenken, zu resümieren, wie es früher war, zu überlegen, wo darf es für mich in die Zukunft hingehen, wie darf es weitergehen. Und das nicht nur so leicht und oberflächlich schnell in einem Moment, den man kurz zu greifen bekommt, sondern das eben auch sehr intensiv. Und es war irgendwie total schön, mal wieder so wirklich so, also sehr anstrengend körperlich zu arbeiten, aber es war schön. Und es war geistig für mich eine wunderbare Entspannung, weil normalerweise als digitaler Nomade arbeitet man sehr, sehr viel mit dem Kopf, hauptsächlich digital, da sitzt du vor einem Computer. Und diesmal habe ich mit meinen Händen gearbeitet und hatte einfach mal Zeit, ganz viel meine Gedanken schweifen zu lassen, was sehr heilsam war, um es auch mal so zu sagen, weil ich dann schon sehr viel Zeit hatte, vieles zu überlegen. Vieles Geschehenes und auch, ja, wo stehe ich gerade? Was war eigentlich los die letzten 3 Jahre? Wo möchte ich hin in Zukunft? Und es ist einfach wirklich so, dass ich ganz stark das Gefühl habe, dass die Zeiten jetzt nicht dafür da sind, wahnsinnig groß voranzugehen, wahnsinnig große Schritte zu laufen oder alles auf den Kopf zu stellen. Ich habe eher das Gefühl, dass es gerade so ist, dass
alles gerade, was zum Beispiel auch das Business tatsächlich betrifft, alles gerade ein bisschen zur Ruhe kommen darf. Die Energie, die ich reingesteckt habe, die würde gerade verpuffen. Und das hängt einfach mit der gesamten wirtschaftlichen Lage zusammen, worum ich auch meine Form der Selbstständigkeit gerade, nicht überdenke, aber anders denke. Ich glaube, das passt ganz gut. Wo ich früher gerne 6 bis 8 Stunden Vollzeit für mein Business gearbeitet habe, damals ja auch noch die Van Love Girls, die ja nichts eingebracht haben, beziehungsweise wo ich sehr, sehr viel Energie reingesteckt habe. Ich habe das Gefühl, dass ich das heute nicht mehr machen würde. Und ich darf jetzt gerade so ein bisschen gucken, wer es noch nicht weiß, ich coache Frauen, die sich selbstständig machen wollen, natürlich in einem recht freien Kontext, heißt sogar rausgehen wollen aus Deutschland oder genau. Und da bin ich wunderbare Wegbegleiterin und Impulsgeberin für den Anfang, das Ganze zu sortieren, Klarheit reinzubringen. Ich merke aber auch, dass die Wirtschaftslage dahingehend, und da können wir einfach auch mal Klartext reden, das gerade gar nicht hergibt. Dass es so viele Menschen gibt, die sagen, die sind so in Aufbruchsstimmung und es geht direkt los, weil es eben mein Gefühl so ist, dass die meisten eher gerade gucken müssen, wie sie zurechtkommen, wie sie überhaupt mit der Gesamtsituation umgehen können und wie sie, ja, teilweise auch quasi überleben können und gucken müssen, wie sie trotzdem gut leben können. Und das merke ich natürlich auch bei mir. Die Anfragen sind stark zurückgegangen. Ich bin jetzt nicht derjenige, der wahnsinnig davon profitiert. Ich sehe ja immer noch die Coaches und Berater auf den Social-Media-Kanälen, denen ich zu wirklich 99,9% es nicht glaube, was die mittlerweile erzählen, weil dass es bei denen wahnsinnig gut läuft, die vor Buchung gar nicht wissen, wo sie hin sollen. Weil ich kenne so viele Gewerke, so viele Bereiche, da kenne ich Leute, die mir alle das Gleiche erzählen. Dass die Leute vorsichtiger Geld ausgeben. Und wenn ich so reinspüre, ich mache es ja nicht anders. Ich schmeiße auch nicht mehr mit Geld um mich. Also, wobei ich das auch nie gemacht habe, aber ich glaube, du verstehst, was ich sagen möchte. Ich gucke auch, wo ich mein Geld rein investiere, schaue viel, viel mehr in die Zukunft, weil ich einfach bei jedem Einkauf den Kassenzettel gerade nachrechne, weil es mich halt so sehr wundert, dass ich gehe in den Supermarkt, denke mir so, cool, das kostet ja nur 1 Euro, 1,20 Euro, dies, das, Ananas. Und zum Schluss stehen da irgendwie 70 Euro auf dem Kassenzettel. Und dann rechne ich immer so nach, weil ich wirklich in dem Moment, wo die mich abkassiert, ganz stark davon überzeugt bin, dass die mich abgezogen hat. Und dann rechne ich so nach und denke mir, wow, nein, es ist jetzt einfach so viel Geld. Und genau, aus Gründen und deswegen glaube ich, dass es vielen Menschen so geht, dass man schaut, wo man investiert. Die Risikofreundschaft ist oder die Risikobereitschaft gerade für eine Selbstständigkeit ist massiv runtergegangen und ich glaube auch, dass wir dahingehend das Feld einfach ein bisschen überdenken dürfen. Ich glaube nicht, dass es keinen Sinn macht, sich selbstständig zu machen. Ich glaube aber, dass es sehr viel mehr Achtsamkeit braucht und damit kann man eigentlich gar nicht sagen, dass das früher das nicht gebraucht hätte. Aber es war ein ganzes Stück einfacher. Das muss man wirklich sagen. Es war einfacher. Obwohl die Selbstständigkeit früher schon schwer war. Aber es war einfacher zu starten. Die Hürden waren nicht so groß. Ich glaube, dass es jetzt gerade einfach ein Umdenken braucht. Es braucht mehr Zeit. Es braucht gute Strategien. Und ich glaube, der Zeitfaktor ist auch etwas sehr, sehr Entscheidendes. Jetzt gerade, weil ich habe schon das Gefühl, dass sich sehr viel sehr neu sortiert und wir noch lange nicht leider da sind. Die Wirtschaft kriselt gerade. Also es ist einfach, die Weltwirtschaft sogar, es ist nicht nur Deutschland das Problem. Und bis sich das alles wieder neu sortiert hat und stabilisiert hat, ist tatsächlich meine Prognose, wenn man auch Berichte darüber liest, also wir werden die nächsten 2 bis 3 Jahre damit gut zu tun haben. Es ist nichts, was sich mal eben schnell löst, sondern es wird, mein Gefühl ist tatsächlich, die nächsten 3 Jahre dauern, bis sich eine Form der Stabilität wieder einstellt, bis sich Dinge neu sortiert haben, bis neue Strukturen da sind, bis Dinge geklärt sind. Und bis dahin
bin ich ganz vorsichtig mit meiner Energie und ganz behutsam, weil eins kann es gerade nicht geben: Verschwendung der eigenen Ressourcen. Das ist so wichtig, gerade darauf zu achten. Ich bin immer noch Fan davon, total sich selbstständig zu machen, aber eben anders und bedächtiger und vielleicht doch mit dem einen oder anderen Sicherheitsgedanken. Weil warum bin ich jetzt hier arbeiten? Natürlich auch aus dem Grund, weil es verschiedene Strategien gerade braucht. Ich habe früher mal gesagt, dass ich das nicht gut finde, wenn man so 1000 Sachen macht. Ich glaube aber gerade, dass man sehr flexibel sein darf und gucken darf und sich dann doch eventuell für andere Dinge mal entscheidet, was ich sehr positiv sehe, weil man eben nicht mehr diese eine Idee, dann geht's los, dann reitet man die ab und dann läuft die Nummer, sondern dass man einfach schaut, dass man flexibel bleibt, dass man zum Beispiel mal einen Job antritt, wie ich jetzt, den man 2 Monate macht und damit eben wirkliches Geld verdient, um dann vielleicht wieder ein wenig mehr Space zu haben, um andere Dinge zu machen. Weil Geld ist etwas, ja, es hat an Wert gewonnen, obwohl es eigentlich an Wert verloren hat. Das ist eigentlich die Krux darin. Ich hatte wirklich lange überlegt, ob ich darüber überhaupt mal spreche, aber es ist einfach Fakt, dass sehr, sehr viele Menschen gerade wirklich zu tun haben. Und ich merke auch in meiner Bubble mit allen Leuten, die selbstständig sind. Und da ist es wirklich egal, welcher Bereich das ist, ob Texter, ob Hundetrainer oder. Wir reden alle vom Gleichen. Es ist gerade sehr schwer voranzukommen. Es braucht einen höheren Aufwand, Dinge zu verkaufen, Angebote zu verkaufen. Und ja, das hängt überhaupt nicht damit zusammen, dass man ein schlechtes Angebot hat, sondern einfach auch nur, weil die Leute anders Geld ausgeben. An der Stelle ist vielleicht noch mal kurz wichtig zu erwähnen, also wenn bei dir gerade dein Business nicht läuft, ist das überhaupt nicht schlimm. Und dann hat es auch nicht was mit dir zu tun. Ich kenne durchaus diese Zweifel an den eigenen Fähigkeiten, wenn es gerade mal nicht läuft. Und ich bin davon auch nicht frei im letzten Jahr, absolut nicht. Aber wenn man es gesamtheitlich betrachtet, liegt es oft nicht an einem selber. Du musst nichts optimieren, du musst nicht mehr auf Social Media machen, du musst nicht hier mehr Werbung, da mehr Werbung und noch mehr Freebies anbieten, sondern gerade ist es einfach so. Und du darfst da bedächtig und ganz ruhig drauf schauen, wie du das verändern kannst. Aber bitte, tu mir einen Gefallen, stress dich nicht. Verurteile dich nicht selber dafür, sondern bleib da einfach ganz ruhig und ja, im Vertrauen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das wollte ich nochmal loswerden, so als Einspieler, weil ich weiß, dass gerade sehr, sehr viele Menschen sehr am Struggeln sind. Ich mag keine Prognose natürlich darüber abgeben, wo das irgendwann mal hinführt. Aber gerade, genau, ist es sehr, ja, sehr spannend auch, das Ganze zu beobachten. Ich bin immer noch dafür zu sagen, man baut sich eine Selbstständigkeit auf. Ich glaube aber mittlerweile braucht ihr einfach viel, viel mehr Zeit. Es war ja damals schon so, dass ein Reich-über-Nacht-Business sowieso sehr schwierig ist. Aber mittlerweile glaube ich, dass eine gute Selbstständigkeit einfach noch ein bisschen länger braucht als überhaupt schon. Und ja, ich sehe es nicht kritisch, ich sehe es nur sehr, sehr vorsichtiger. Und das sage ich als Business Coach, weil ich es eben am eigenen Leib spüre, weil ich es bei allen anderen sehe. Und ja, vor allen Dingen darf man einfach flexibel bleiben. Das ist wirklich das, was ich nach 2 Monaten sehr viel drüber nachdenken hier gerade mitnehme, dass man durchaus flexibel bleiben darf und sollte, weil man sonst einfach das einfach wirklich nicht schafft. Das ist so meins. Ich kenne weniger, quasi fast niemanden, der nicht am Struggeln ist. Also wirklich das, was ich gerade angesprochen habe, das, was man so manchmal auf Social Media sieht, dass die Leute so, boah, ja krass, ich mache so viel Umsatz wie noch nie und hier 30.000 Euro im Monat, das ist ja,
Es ist wirklich so ein fast Heilversprechen von den Leuten, was ich ganz schrecklich finde, weil es einfach, es ist so unreal, wirklich. Es stimmt auch einfach nicht. Und auch mittlerweile diese Werbemaßnahmen dieser Coaches, wo die nur noch davon erzählen, wie viel Umsatz sie machen, um Leute mit reinzuholen. Also es geht überhaupt nicht mehr um Werte, es geht überhaupt nicht mehr um wirkliche Dinge, die etwas verändern, sondern es geht nur noch ums Geld, weil es eben das große Thema ist mittlerweile. Und glaubt mir, sobald einer um sich wirft und sagt, ich mache den und den Umsatz und mega, das ist, wenn das jemand ist, der schon lange am Markt ist, der wirklich, ja, seine 10, 15 Jahre, keine Ahnung, ist kein Garant, ne, aber einfach schon abgesessen hat und wirkliche Erfolge hat, okay, dem mag ich das glauben. Es gibt da so eins, zwei, Johanna zum Beispiel, die macht, spezialisiert auf Online-Kurse, der würde ich das glatt glauben, dass es immer noch sehr, sehr gut läuft bei ihr, aber einfach auch, weil sie das schon wahnsinnig lange macht und viel dafür getan hat und die Leute ihr da vertrauen. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt in Zukunft, Selbstständigkeit. Die schnelle Nummer wird es nicht mehr geben, sondern es wird vor allen Dingen darüber laufen, dass man wirklich Kompetenz hat, dass man Vertrauen aufbaut zu den Kunden. Das ist wahnsinnig wichtig, weil ohne das wird es nicht funktionieren. Genau. Das soll ja gar nicht so ein richtiger Fachsimpel-Podcast werden, wie was businessmäßig die Zukunft aussehen kann, aber man muss es einfach mal ansprechen. Die Zeiten sind bei mir nicht allgemein, sondern einfach auch nicht leicht. Die Van Love Girls waren ein unglaublicher Energiefresser, wo ich sehr, sehr viel Zeit reingesteckt, sehr viel Mühe und kurz angerissen. Die Idee war ja, da mit Kursen und Workshops und allen möglichen Treffen durchzustarten. Und dann kam Corona und es hat irgendwie alle erwischt. Und danach lief es aber trotzdem weiter und ich habe super viel Energie da reingesteckt, hatte wenig Zeit, mich irgendwie um andere Sachen zu kümmern. Und ja, das kommt so ein bisschen zum Tragen jetzt. Genau. Und die Gesamtsituation ist einfach wirklich doll und das muss man auch einfach mal ansprechen. Es ist nicht so, dass es irgendwie geht, sondern es ist teilweise auch wirklich sehr anstrengend und das muss man auch einfach mal ansprechen. Ich bin sehr froh über das Leben, was ich führe, weil ich doch schon aus vielen Dingen wirklich raus bin und da jetzt nicht so riesen Sorgen mehr habe, wobei die Sorgen auch mich erreichen. Auch ich habe manchmal existenzielle Sorgen. Das muss man, das darf ruhig jeder wissen. Man redet so schwer darüber, obwohl es so wichtig ist, genau über dieses Thema zu reden. Aber selbst mit meinem Lebensstil, mit meinem extrem reduzierten Lebensstil, habe ich jetzt schon ab und zu das Gefühl, dass es durchaus existenzielle Sorgen geben kann. Und die sind etwas, ich finde, die sind sehr fundamental und die reißen einen auch gerne mal so die Füße vom Boden weg. Und da darf man gerade sehr, sehr gut auf sich achten. Und ich bin sehr reduziert und lebe auch weiterhin reduziert. Und darüber bin ich sehr dankbar. Aber auch ich habe die Sorgen. Jetzt gerade weniger durch die Schweiz, bin ich ehrlich. Und ich werde das Konzept für mich auch beibehalten. Die nächsten 1 bis 2 Jahre, solange wie ich es eben machen kann. Und ich bin sehr glücklich, dass Nicole mich gefragt hat. Oder wir darüber gesprochen haben, dass ich nächstes Jahr wiederkomme. Das ist irgendwie gut zu wissen, so einmal im Jahr, okay, das mache ich. Davon nehme ich Geld mit und kann davon vielleicht sogar auch einen kleinen Puffer anlegen, wenn mein Auto nicht vorher wieder so massiv kaputt wird. Aber das ist es gerade. So sieht es gerade aus. Ich gönne mir jetzt erstmal nochmal kurz Sardinien. Ich fahre zu meinem liebsten, allerliebsten Festival, was ich so sehr mag. Und dieses Mal ohne Bus und Hund. Den lasse ich nämlich bei Freunden. Genau. Aber ja, ich bleibe positiv, ich bin positiv. Aber es ist durchaus manchmal sehr anstrengend. Und ich verstehe jeden, der gerade oft tief durchatmen muss, der Ängste verspürt, der gerade mal kurz nicht weiß, wie es weitergeht, was total okay ist, weil die letzten 2 bis 3 Jahre haben uns alle massiv angestrengt und ich glaube, dass wir noch lange nicht durch sind durch dieses Trauma, was es nun mal war. Es war ein kollektives Trauma. Ich glaube, wir haben das noch lange nicht überwunden, auch wenn wenn Corona gerade nicht mehr aktuell ist oder eine Pandemie, war diese Zeit einfach wahnsinnig anstrengend. Und die wenigsten Menschen hatten wirklich Zeit, sich darum zu kümmern, das zu verabschieden und das gut zu verarbeiten. Also von daher, ja, alles ist in Veränderung, alles
darf sich verändern und alles ist so krass im Wandel. Und ich wünsche wirklich jedem, dass er es schafft, bei sich zu bleiben, mit sich zu sein, irgendwie zu schaffen, schon in seiner Kraft zu bleiben, obwohl es wirklich, wirklich viel Aufmerksamkeit braucht dafür. Aber das wünsche ich jeden einzelnen Menschen und das ist so, so wichtig, dass wir es schaffen, bei uns zu bleiben. Gerade in diesen Zeiten, egal welche Verpflichtungen wir haben, aber das ist unglaublich wichtig, weil nur so können wir stabil bleiben. Genau, und ja, ich hatte Lust, darüber mal zu reden und es brannte mir lange auf der Seele, das einmal zu tun und solche Bedenken zu äußern, löst ja oft auch Unwohlsein in einem aus, aber ich glaube, du oder ihr seid dieses Feld, mit dem man da wunderbar drüber sprechen kann. Ja, also in diesem Sinne, die Folge ist länger geworden, als ich gedacht habe. Ich dachte, ich mache jetzt hier eine schnelle 10-Minuten-Folge, aber wenn ich dann einmal doch am Reden bin, bin ich am Reden. Wenn euch das Thema näher interessiert, freue ich mich total über Feedback. Dann kann man da gerne auch ein bisschen detaillierter drüber sprechen. Ansonsten schwinge ich jetzt in meine letzte wunderbare Woche hier in der Schweiz. Ich werde, obwohl wir die nächsten 2 Tage Regen erwarten, aber einfach die Natur auch noch sehr genießen. Der Platz wird auch immer leerer und es ist wunderbar, hier gerade durch die Wälder zu streifen, hier spazieren zu gehen, hier nochmal tief durchzuatmen, weil das ist hier sehr, sehr gut möglich. Weil dann geht es in einer Woche für mich Richtung Deutschland. Ich werde es tatsächlich wieder in einem Ritt machen, was gar nicht so geplant war. Ich hätte gerne mir noch ein bisschen was angeguckt, aber ich arbeite noch bis nächste Woche. Dann geht es nach Deutschland, dann die Übergabe vom Bus und Moja an unglaublich ich liebe sie so sehr, meine Freunde, die das möglich machen, dass ich einmal wegfliegen kann nach vielen, vielen Jahren. Genau. Und dann hört ihr in der nächsten Folge jemand ganz, ganz Wunderbares. Und zwar die Elisa. Elisa hat sich für das Thema Nachhaltigkeit verschrieben. Und es ist einfach so schön, wie leidenschaftlich sie diesem Thema wirklich seit Jahren nachgeht. Ich kenne sie schon aus der Community der Van Love Girls. Da hat sie uns auch schon einen wunderbaren Blogbeitrag geschrieben. Und ja, hört mal rein. Es ist wirklich sehr, sehr spannend. Sie hat ihren Bus komplett mit Naturmaterialien ausgebaut, also wirklich nachhaltig. Und sie reist gerade, ich glaube, als ich mit ihr das Interview hatte, war sie in Kirgisistan. Also wirklich, wirklich weit weg. Ganz spannend. Also, habt eine gute Zeit. Gebt gut Acht auf euch. Seid nachgiebig mit euch und liebevoll, damit wir alle zusammen die Zeit gut überstehen. Und ja, ich freue mich immer über Zuschriften oder über eine Bewertung. Das geht ja mittlerweile auch über Spotify. Einfach die Sterne oben drücken oder über Apple Podcast, wenn ihr da eine Bewertung schreibt. Das freut mich natürlich sehr. Also in diesem Sinne, bis nächste Woche. Und ja, ich freue mich, dass du zuhörst. Und ich freue mich, dass du mich begleitest.